zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute werden wir uns den sprachlichen Weg zur Approbation etwas genauer ansehen. Wenn ihr eure Unterlagen zur Beantragung der Approbation oder Berufserlaubnis eingereicht habt, dann wird sich die Landesärztekammer bei euch melden, falls ihr die Fachsprachenprüfung machen müsst. Wenn das der Fall ist, werdet ihr in einer E-Mail dazu gebeten, die Verwaltungsgebühr zu überweisen und anschließend bekommt ihr dann euren Termin. Wenn ihr die Fachsprachenprüfung beim ersten Mal nicht schafft, dann ist es kein Problem. Ihr könnt sie so oft wie ihr wollt wiederholen. Unter dem Video habe ich euch einen Link eingefügt. Dort könnt ihr draufgehen, um die aktuellen Preise für die Fachsprachenprüfung in den Bundesländern einzusehen. Es ist wichtig, dass ihr da regelmäßig drauf schaut, da sich die Preise kurzfristig auch noch ändern können. Oder fragt am besten einfach bei der zuständigen Approbationsbehörde nach. Doch schauen wir uns zunächst einmal an, wie die Fachsprachenprüfung aufgebaut ist. Die Fachsprachenprüfung soll so nah wie möglich an einem Alltag in einem Krankenhaus oder in einer Praxis sein. In der Prüfung wird außerdem nur die Fachsprache geprüft und nicht euer medizinisches Grundwissen. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, falls ihr zum Beispiel eine falsche Diagnose stellt. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Sprache an euren Gesprächspartner anpasst. Die Fachsprachenprüfung besteht aus 3 Teilen und jeder Teil dauert ungefähr 20 Minuten. Teil 1 ist das Patientengespräch. Bei dem Patientengespräch schlüpft ihr in die Rolle eines Arztes und führt mit einem Patienten ein Anamnesegespräch. Das Ziel von dem Gespräch ist, dass ihr einen Krankheitsbefund erhebt und dem Patienten erklärt, wie er behandelt werden muss. Dabei ist es wichtig, dass ihr die Maßnahmen erklären könnt und auf Rückfragen des Patienten antworten könnt. Da die meisten Patienten die Fachsprache nicht verstehen, ist es außerdem wichtig, dass ihr einfache Sprache anwendet, damit euch der Patient verstehen kann. Der zweite Teil ist die Dokumentation. Dort bekommt ihr ein Formular, wie es auch in Krankenhäusern verwendet wird. In dieses Formular müsst ihr dann die Anamnese aus Teil 1 übertragen. Der dritte Teil ist das Arzt-zu-Arzt-Gespräch. Dort werdet ihr mit 2 Ärzten oder 2 Ärztinnen über euren Patienten reden. Hier müsst ihr über die Probleme des Patienten und über die Diagnose, die ihr erstellt habt, reden. Es ist wichtig, dass ihr hierbei die medizinische Fachsprache anwendet, da es sich bei den beiden Ärzten um richtige Ärzte handelt. Nachdem ihr euren Patienten vorgestellt habt, werden die Ärzte euch auch noch Rückfragen dazu stellen. Wenn ihr mit allen 3 Teilen fertig seid, bekommt ihr noch am selben Tag mündlich euer Ergebnis. Für die Prüfung inklusive Wartezeiten müsst ihr mit ungefähr 2 bis 3 Stunden rechnen. Am nächsten Tag wird euer Ergebnis schriftlich an die zuständige Approbationsbehörde weitergeleitet. Das war's erstmal für heute. In unserem nächsten Video werden wir uns ansehen, wie wir bei Andrax euch auf diese Fachsprachenprüfung optimal vorbereiten. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Video oder zu irgendeinem anderen Thema habt, dann kommentiert doch bitte oder schreibt uns eine E-Mail. Schaut doch auch mal auf unserer Webseite vorbei und seht euch an, was wir euch alles zu bieten haben. Hier bei Andrax bereiten wir euch nicht nur sprachlich auf die Fachsprachenprüfung vor mit unserem B2 C1-Kurs für Mediziner oder unserem separaten Vorbereitungskurs auf die Fachsprachenprüfung, sondern wir stehen euch auch bei allen anderen Fragen zur Seite.
Vielen Dank, dass ihr heute vorbeigeschaut habt und ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video ein paar Fragen beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Gefällt mir klickt oder unseren Kanal abonnieren würdet. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Damit verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!